Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutsch einfach gemacht. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das für viele Deutschlerner wie ein kleines Grammatikmonster wirkt, aber eigentlich ein sehr elegantes System hat. Die Wechselpräpositionen. In unserer letzten Folge haben wir unseren Werkzeugkasten für präzise Fragen gefüllt. Wir haben gelernt, wie wir mit woher, wofür und worüber jede Information gezielt erfragen können. Dabei ist uns vielleicht schon aufgefallen, dass die Antwort auf eine Frage wie wo oft einen anderen Fall hat als die Antwort auf eine Frage wie wohin. Und genau dieses Phänomen ist unser heutiges Thema. Wir tauchen tief ein in die Welt der Wechselpräpositionen. Das sind die 9 Chamäleons der deutschen Sprache, die ihre grammatische Farbe ändern können. In, an, auf, hinter, vor, neben, über, unter und zwischen. Diese Präpositionen können mal den Akkusativ und mal den Dativ verlangen. Für viele Lerner ist das ein Grund zur Verzweiflung. Aber ich verspreche dir, dahinter steckt kein Chaos, sondern eine wunderschöne, bildhafte Logik. Am Ende dieser Folge wirst du nicht nur die Regel kennen, sondern du wirst sie fühlen. Du wirst verstehen, warum es einen Unterschied macht, ob ein Vogel über dem Haus fliegt oder über das Haus fliegt. Bist du bereit, das große Rätsel von Ort und Richtung endgültig zu lösen? Dann lass uns beginnen. Die 2 Welten: Ort, Dativ versus Richtung, Akkusativ. Bevor wir uns die einzelnen Präpositionen ansehen, müssen wir das Fundament verstehen. Es ist die eine goldene Regel, die alles andere erklärt. Jede Wechselpräposition kann in 2 verschiedenen Welten leben: in der Welt des Ortes und in der Welt der Richtung. Welt 1. Die Welt des Ortes wo. Stell dir vor, du machst ein Foto. Alles auf dem Bild ist statisch. Es hat eine feste Position. Wenn du eine Wechselpräposition benutzt, um eine solche feste Position, einen unveränderlichen Ort zu beschreiben, dann verlangt sie immer den Dativ. Die Kontrollfrage dafür ist immer wo. Welt 2. Die Welt der Richtung. Wohin? Stell dir jetzt einen Film vor. Jemand oder etwas bewegt sich von Punkt A nach Punkt B. Es gibt eine klare Zielrichtung. Wenn du eine Wechselpräposition benutzt, um eine solche Bewegung mit einem Ziel, eine gerichtete Aktion zu beschreiben, dann verlangt sie immer den Akkusativ. Die Kontrollfrage dafür ist immer wohin. Diese Unterscheidung zwischen dem statischen wo und dem dynamischen wohin ist der Universalschlüssel. Mit ihm können wir jetzt jede einzelne Wechselpräposition aufschließen. Die Klassiker in, an, auf. Beginnen wir mit den 3 häufigsten Wechselpräpositionen. An ihnen können wir das Prinzip perfekt demonstrieren. Erstens in. Die Präposition für drinnen. In benutzen wir für geschlossene Räume oder Bereiche. Der Ort wo, Dativ. Frage: Wo ist deine Mutter? Antwort: Sie ist in der Küche. Sie befindet sich an einem festen Ort. Oft verschmelzen wir in und dem zu im. Ich bin im Kino. Die Richtung. Wohin? Akkusativ. Frage: Wohin gehst du? Antwort: Ich gehe in die Küche. Eine Bewegung mit dem Ziel, in der Küche zu sein. Oft verschmelzen wir in und das zu ins. Wir gehen ins Kino.
Zweitens. An. Die Präposition für vertikalen Kontakt oder Grenzen. An benutzen wir für Dinge, die an einer senkrechten Fläche hängen oder an einer Grenze stehen. Der Ort, wo, Dativ. Frage, wo hängt die Uhr? Antwort, sie hängt an der Wand. Eine feste Position. Verschmelzung, an plus dem wird zu am. Wir treffen uns am Bahnhof, an der Grenze des Bahnhofs. Die Richtung, wohin? Akkusativ. Frage, wohin hängst du die Uhr? Antwort, ich hänge sie an die Wand. Die Aktion des Hängens ist eine Bewegung mit Ziel. Verschmelzung, an plus das wird zu ans. Setz dich bitte ans Fenster. Drittens, auf. Die Präposition für horizontalen Kontakt. Auf benutzen wir für Dinge, die auf einer waagerechten Fläche liegen. Der Ort, wo, Dativ. Frage, wo liegt dein Handy? Antwort, es liegt auf dem Tisch. Eine feste Position. Die Richtung, wohin? Akkusativ. Frage, wohin legst du dein Handy? Antwort, ich lege es auf den Tisch. Die Aktion des Legens ist eine Bewegung mit Ziel. Du siehst, das Prinzip ist immer dasselbe. Die Frage, wo führt dich zum Dativ, die Frage, wohin zum Akkusativ. Die Positionsspezialisten. Vor, hinter, neben, zwischen. Kommen wir zu der Gruppe von Präpositionen, die die Position von Dingen relativ zueinander beschreiben. Auch hier gilt unsere goldene Regel. Vor, vorne und hinter, hinten. Wo steht das Auto? Es steht vor dem Haus. Dativ. Wohin fährst du das Auto? Ich fahre es vor das Haus. Akkusativ. Wo spielt das Kind? Es spielt hinter dem Baum. Dativ. Wohin läuft das Kind? Es läuft hinter den Baum. Akkusativ. Neben, daneben und zwischen, dazwischen. Wo sitzt du? Ich sitze neben meiner Freundin. Dativ. Wohin setzt du dich? Ich setze mich neben meine Freundin. Akkusativ. Wo ist der Parkplatz? Er ist zwischen dem Supermarkt und der Post. Dativ. Wohin fährst du? Ich fahre zwischen den Supermarkt und die Post. Akkusativ. Das System ist absolut konsequent. Sobald du die Frage im Kopf stellst, kennst du den richtigen Fall. Die vertikale Dimension. Über und unter. Zum Schluss schauen wir uns die vertikale Achse an. Über, oben und unter, unten. Hier wird die Logik besonders bildhaft. Über. Wo fliegt die Drohne? Sie fliegt über dem Haus. Dativ. Das bedeutet, die Drohne schwebt an einer festen Position in der Luft, direkt über dem Haus. Ein Foto. Wohin fliegt die Drohne? Sie fliegt über das Haus. Akkusativ. Das bedeutet, die Drohne kommt von einer Seite, überquert das Haus und fliegt auf der anderen Seite weiter. Ein Film. Unter. Wo liegt der Teppich? Er liegt unter dem Tisch. Dativ.
Wohin kriecht die Katze? Sie kriecht unter den Tisch. Akkusativ. Diese Unterscheidung zwischen Schweben an einem Ort, Dativ, und Überqueren, Akkusativ, ist eine der feinsten Nuancen, die du mit diesen Präpositionen ausdrücken kannst. Der häufigste Fehler: Bewegung ist nicht gleich Richtung. Jetzt muss ich noch eine ganz wichtige Warnung aussprechen. Viele Lerner denken, wenn es ein Verb der Bewegung gibt, brauche ich immer den Akkusativ. Das ist falsch und der häufigste Fehler. Es geht nicht um Bewegung an sich, sondern um die Veränderung des Ortes, um die Richtung auf ein Ziel. Lass uns das am Beispiel Schwimmen verdeutlichen. Schwimmen ist definitiv eine Bewegung. Aber wenn ich frage, wo schwimmst du, dann ist die Antwort, ich schwimme in dem See, Dativ. Warum? Weil ich mich zwar bewege, aber ich bleibe die ganze Zeit innerhalb des Sees. Ich verändere meinen Ort nicht von außerhalb des Sees zu innerhalb des Sees. Ich bin schon da. Wenn ich aber sage, ich springe in den See, Akkusativ. Warum? Weil ich hier meinen Ort verändere. Ich bewege mich von draußen, dem Ufer, nach drinnen in den See. Das ist eine klare Richtung. Also, die entscheidende Frage ist nicht, bewegt sich etwas, sondern bewegt sich etwas wohin? Wenn die Antwort ein Ziel ist, nimm den Akkusativ. Wenn die Antwort ein bereits bestehender Ort ist, nimm den Dativ. Und damit haben wir das große Rätsel gelöst. Die Wechselpräpositionen sind keine launischen Chamäleons, sondern folgen einer klaren, visuellen Logik. Sie malen ein Bild im Kopf des Zuhörers und unterscheiden präzise zwischen einem statischen Foto und einem dynamischen Film. Lassen Sie uns den Universalschlüssel noch einmal zusammenfassen. Die 9 Wechselpräpositionen können den Dativ oder den Akkusativ verlangen. Die entscheidende Frage ist immer, wo oder wohin. Wo beschreibt einen statischen Ort und verlangt den Dativ. Wohin beschreibt eine gerichtete Bewegung zu einem Ziel und verlangt den Akkusativ. Achte darauf, Bewegung allein reicht nicht. Es muss eine Veränderung des Ortes sein. Mein Tipp der Woche, um das wirklich zu verinnerlichen, ist das Wo- oder Wohin-Spielen. Nimm dir einen beliebigen Gegenstand, zum Beispiel einen Stift. Lege ihn auf den Tisch und sage laut, der Stift liegt auf dem Tisch. Wo? Dativ. Dann nimm ihn und lege ihn wieder hin, während du sagst, ich lege den Stift auf den Tisch. Wohin? Akkusativ. Mach das mit verschiedenen Gegenständen und Präpositionen. Stell den Stift vor das Buch, lass ihn hinter dem Buch legen. Durch diese physische Handlung verbindest du die Grammatik mit einer echten Erfahrung. Und das ist der schnellste Weg, ein echtes Sprachgefühl zu entwickeln. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn diese Folge dir geholfen hat, endlich Klarheit über die Wechselpräpositionen zu gewinnen, freue ich mich riesig über deine Unterstützung. In der nächsten Folge werden wir unsere beschreibenden Fähigkeiten auf die nächste Stufe heben. Es geht um den Komparativ und Superlativ. Wir lernen, wie man Dinge vergleicht und wie man sagt, was am besten, am schnellsten oder am schönsten ist. Wir schauen uns die komplette Syntax an, also wie man Sätze wie „Dieses Auto ist schneller als jenes" korrekt baut. Bis zum nächsten Mal bei Deutsch einfach gemacht. Tschüss und alles Gute.